Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lasst uns lesen. Wir machen weiter mit den deutschen Kulturbildern. Verzeiht mir, dass es momentan ein bisschen unordentlich aussieht. Mein Stauraum ist für Dekorationsfläche draufgegangen. Dementsprechend weiß ich gerade nicht, wohin mit dem ganzen Mist. Aber man hört auch, dass ich ein wenig kränklich bin. Nichtsdestotrotz möchte ich trotzdem weitermachen, damit das nicht zu viel Pause dazwischen ist. Wir haben aufgehört mit das Zeitalter der Technik, bei Stände und Berufe, und wir machen jetzt weiter bei Stadt- und Landleben. Bild 259. Tegernseer Kammerwagen. Bei der Bauernhochzeit ist der Brautwagen mit der von Brauteltern und Brautwerber vorher festgelegten Aussteuer von Wichtigkeit. Diese Kammer- und Kistenwagen bringe den Hausrat der Brau in das künftige Heim. Den Hauptplatz nimmt neben Schrank, Tisch, Stuhl und Geschirr das mit schwellenden Kissen belegte, geschmückte Brautbett ein. Auch die Wiege fehlt nicht. Bild 260. Kaufmannsladen. Im Kaufmannsladen fand man alle möglichen Waren für den täglichen Lebensbedarf. Es war vielerlei, aber kein großes Vorratslager vorhanden, da der Kaufmann ja nur mit kleinen Mengenangaben rechnete und die Ansprüche seiner Kundschaft bescheiden waren. Über den Ladentisch ein Merkurstab, eine sogenannte Ladenschlange, an deren Windungen Papiertüten hingen. Bild 261. Krolls Garten. Der Begriff des Vergnügungsetablissements als eine Gaststätte großen Stils, die zugleich künstlerische Unterhaltung bietet, kam erst im vorherigen Jahrhundert auf. In Berlin war einer der bekanntesten, in veränderter Form heute noch bestehenden Sommergärten des Krollsch Garten, in dem die elegante Welt sich traf, zwischen Bogengängen Luft wandelte und die Klänge der Musikkapelle lauschte. Bild 262. Beim Fotografen. Die ältesten, nach dem Franzosen Daguerreotypen genannten Fotografien sind bald 100 Jahre alt. Von Bildnisgemälde ausgehend gelang den alten Fotografen oft eine unser Gefühl erstaunlich natürliche, schlichte Wiedergabe und Charakteristik. Erst die spätere Zeit brachte falsche Pose und gezwungene Steifheit, die uns heute oft lächeln lässt. Bild 263. Tiroler Weinlese. In den sonnigen Tälern Südtirols, bei Bozin und Marian, gedeiht ein weltberühmter Wein. Die Weinlese bedeutete nicht nur Ernte nach mühevoller Arbeit, sondern auch fröhliche Festtage nach altem Brauch. In der erwerbten Tracht seiner Väter kommt der Winzer zum größten Feiertag seines Arbeitsjahres. Auch der Weinbergswächter Saltner in seinem fantastischen Aufputz hat seinen hohen Tag. Bild 264. Virtuosenkult. Schon die sogenannte gute alte Zeit überschüttete den Künstler im Theater und Konzertsaal mit Zeichen ihrer Begeisterung und Verehrung. Blumensträuße umschwirrten ihn, Lorbeerkränze wurden ihm dargereicht, schließlich spannte die begeisterte Menge ihm noch die Pferde aus, um ihn selbst im Triumph noch nach Hause zu fahren. Nicht der Schöpfer, sondern der virtuose Interpret galt etwas. Das ist heute sozusagen in die Extreme getrieben. Man kennt ja die Popmusik, also Popmusik, populäre Musik. Ich habe mal gehört, dass nur 2 bis 3 Personen auf dieser Welt für fast alle Pop-Titel verantwortlich sind. Also 2 bis 3 Leute schreiben die Lieder, die dann halt Britney Spears oder wer gibt's noch alles? Star XYZ. Ja, also die Leute, die immer auftauchen und wieder gehen, dann kommt mal der und dann kommt mal der. Also die sind ja austauschbar. Ne? Da ist der erstmal der eine, der macht seine Million, da kommt der nächste, der macht seine Million. Und das sind sozusagen diese Virtuosen, die befeiert werden, die beklatscht werden. Und die Leute, die die Lieder überhaupt schreiben und die ganze Musik machen, die bleiben im Hintergrund, verdienen ihre Kohle, verdienen ihr Geld. Und werden aber gar nicht so gefeiert wie halt die Leute, die die Lieder singen. Und diese ganze Popmusik
hat ja dann auch, also weil es ja immer dieselben Leute sind, merkt man das auch raus, dass es dieselben Leute sind, denn es hat sich mittlerweile ja so eine Art Formel gebildet, dass man erst die erste Strophe wird gesungen, dann kommt der Refrain oder der Kehrvers, dann wieder eine Strophe, dann kommt der Kehrvers, dann kommt dann kommt nochmal der Kehrvers in aufgedröselter Manier nochmal dazu. Dann kommt nochmal der Kehrvers. Nee, falsch. Okay, nochmal, dann komme ich hier durcheinander. Also erstmal kommt die erste Strophe, dann kommt der Kehrvers, dann kommt die zweite Strophe, dann kommt der Kehrvers, dann kommt ein Solospiel von einer Gitarre oder Saxophon oder was auch immer. Und dann kommt nochmal der Kehrvers in einer besonderen Form, wo nochmal die Stimme richtig hoch geht oder die Musik nochmal richtig aufglüht. Diese Reihenfolge ist bei jedem dieser Lieder immer dasselbe und hat sich wohl als sehr bewährt bewiesen. Ja, also die Leute mögen das und wissen auch genau, jetzt kommt die hohe Stelle, jetzt kommt die geile Stelle in einem Lied, ja. Und dementsprechend klingt das halt auch alles mittlerweile so gleich. Gibt zwar immer noch so gewisse Musikrichtungen, wo diese Formel nicht angewendet wird. Ich würde sagen, so nischenmäßig wie jetzt Metal oder egal. Ich bin heute nicht so wirklich bei der Höhe. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Popmusik ist ja im Endeffekt die bekannteste Musik. Das wird am meisten konsumiert von den Menschen. Und ich würde auch mal behaupten, das ist die meiste Musik, die in den Radio läuft. Ja, und es gibt ja unterschiedliche Arten von Hörern. Es gibt ja gewisse Theorien, es gibt ja Musikwissenschaften. Und ich gehöre zum Beispiel zu den emotionalen Musikhörern. Also mich muss das kriegen und ich mag so Musik, die mein Herz rasen lässt, ja, wo ich so richtig so, ne? Und es gibt aber auch Menschen, die hören Musik wie, als würden sie Alkohol konsumieren oder essen. Die hören das einfach so nebenbei, die fühlen dabei nichts, die lassen sich einfach nur berauschen und machen nebenbei irgendwas. Ja? Und diese Leute, die haben keinen besonderen Geschmack, die hören dann einfach nur das, was die Radio dudelt oder was gerade aktuell gerade gut ist, was in den Charts drin ist. Ich weiß gar nicht, was das deutsche Wort für Charts ist. Aber das hören die und davon gibt es eine ganz große Menge. Ja, und die konsumieren diese Musik einfach so. Und deswegen ist das halt eben so berühmt geworden. Und dann sind es eben neben dieser Masse an Menschen, die das einfach nur so blind konsumieren, spalten sich halt immer Leute ab, die dann eben speziell sich ganz besondere Musikrichtungen heraussuchen. Und das kristallisiert sich dann und dann bilden sich ja dann diese Nischen. Gibt es eine super Menge davon, ne? Aber gut. Mach mal weiter mit Alltag und Festtag. Bild 256. Falsch, Bild 265. Berliner Weihnachtsmarkt. Der Weihnachtsmarkt erfreut sich seit jeher zumal bei den Kindern der größten Beliebtheit und erhöhte ihr Feststimmung. Auf dem Berliner Weihnachtsmarkt, der regelmäßig auch von der königlichen Familie besucht wurde, waren Knarren und Weihteufel sehr begehrte Artikel und als Vorläufer des Weihnachtsbaumes die künstliche hölzerne Weihnachtspyramide. Ja, ich will heute nicht politisch werden, aber was steht heute um den Weihnachtsmarkt herum? Hier ist es ganz genau. Gerade in Berlin. Bild 266. Ballett. Im 19. Jahrhundert war manches von der eigentlichen künstlerischen Bedeutung des Balletts verloren gegangen. Es bekam schon damals einen mehr Revue-artigen Charakter und mehr Wert als auf den Inhalt wurde auf die Pracht der Kostüme und szenischen Ausstattung gelegt. Ballettpantomimen waren sehr beliebt, anfangs als gesellschaftliche Ereignisse, bald auch im Zirkus. Bild 267. Kinderspielplatz. Das schnelle Anwachsen der Städte und der mit zunehmendem Verkehr gefährlicher werdenden Aufenthalt auf der Straße führte die Stadtverwaltung zum Anlegen von Kinderspielplätzen in Parks und öffentlichen Anlagen.
um die Mitte des vorherigen Jahrhunderts, waren diese und uns heute selbstverständlich gewordenen Spielplätze mit Sandhaufen und Planschbecken noch eine Seltenheit. Im Übrigen, in Amerika ist das ein absolutes Highlight oder absoluter Höhepunkt, diese Spielplätze. Während bei uns das in Großstädten oder auch in Kleinstädten gang und gäbe sind, diese Dinge, gibt es das in Amerika kaum. Das wusste ich selbst auch noch nicht. Ich kann nur dazu sagen, dass Pokémon Go, jeder Pokestop oder jede Arena ist hier bei uns ein Spielplatz. Und weil Niantic eine amerikanische Firma ist, gehen die da voll ab. Ja? Die sehen einen Spielplatz und denken, ja, ist ja geil. Hier gibt es ja einen Spielplatz. Bei denen gibt es das nicht so viel, aber, und das muss man dazu sagen, wenn die Amerikaner einen Spielplatz haben, dann ist das aber auch ein richtig krasser. Also da wird ja alles geboten. Meistens kostet es das dann auch Geld, da reinzugehen, glaube ich jedenfalls. Also so öffentlich ist der nicht. Aber die drehen dann richtig frei. Aber bei den Amerikanern muss ja immer alles höher, schneller, besser sein. Gut. Das kommt halt davon, wenn man eine Planstadt macht und immer nur in Blöcke macht. Ne? Wo baut man da den Spielplatz hin? Gut. Bild 268. Berliner Konditorei. Im 17. Jahrhundert wurden in einigen europäischen Städten die ersten Kaffeehäuser, oft verbunden mit einer Konditorei, errichtet. Aber erst im 19. Jahrhundert bilden sie den meist von Herren bevorzugten, täglich aufgesuchten Aufenthaltsort mit oft politischem Charakter, als Treffpunkt von Künstlern und Literaten, eine schöne Stätte des anregenden Gedankenaustausches. Bild 269. Schulklasse. In manchen alten deutschen Städten haben sich mittelalterliche Klosterschulen und Gymnasien aus der Zeit des Humanismus bis in die Neuzeit erhalten. Einige von ihnen, wie zum Beispiel Schulpforta bei Naumburg, sind als Internate heute noch weit berühmt. Bisweilen sind gotische Gewölbehallen in Klassenzimmern umgewandelt worden und der von Kreuzgang umgebene alte Klosterfriedhof dient als Schulhof. Finde ich ein bisschen gruselig, wenn der Schulhof ein alter Klosterfriedhof ist, aber gut. Gut, kommen wir heute zum letzten Bild. Bild 270. Karlsbader Sprudel. Die heißen Mineralquellen, denen die deutsch-böhmischen Bäder ihre Weltruf als Heilquelle verdanken, waren bereits seit dem 14. Jahrhundert bekannt und viel besucht. Goethe und Schiller weilten mehrmals zur Kur in Karlsbad und Marienbad und seit dem vorherigen Jahrhundert ist die Zahl der alljährlich wiederkehrenden internationalen Kurgäste ständig gestiegen. Das war's für heute. Ich wünsche euch einen schönen Abend, schönen Tag, schöne Nacht und dann sieht man sich wieder bei der nächsten Folge. Bye. Korrekt. Lasst uns lesen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.